Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserer Daniel-Reihe. Heute geht es um Daniel Kapitel 8. Ihr könnt das alle schon mal aufschlagen. Es ist quasi eine Ergänzung zu der Vision, die wir letztes Mal besprochen haben. Heute geht es etwas tiefer und es geht in eine ganz reale Geschichte hinein, die ich euch heute erzählen möchte. Eine Geschichte, die schon passiert ist, wo es schon frappierend ist, dass Daniel das überhaupt wusste und da, wo es in wirkliche, echte Details geht. Und das werden wir noch einmal auch im Daniel-Buch lesen können. Und das ist genau die Geschichte, auf die Jesus Bezug nimmt, als er in Matthäus 24 sagt, das Gräuelbild der Verwüstung erwähnt er. Und da werden wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Kurz eine Einführung, bevor ihr das Kapitel lest. Es geht um einen Widder und einen Ziegenbock. Das sind so typische Bilder übrigens, also Tiere. Das ist eine ganz typische Art von Vision, dass Gott Tiere zeigt. Auch nicht nur in der Bibel. Das gab es damals viel, dass man Tiere gesehen hat in einem Traum oder in einer Vision, weil sie in ihrem Wesen etwas widerspiegeln sollen. Und Widder und Ziegenbock ist etwas ganz Typisches für Krieg und für aufeinander losgehen, alleine mit den Hörnern. Ja. Früher gab es ja keine Bomben oder Pistolen, sondern Schwerter und deswegen war dieses Bild einfach perfekt. Ich möchte, dass ihr diesen Daniel 8 mal lest, unter diesem Gesichtspunkt. Hier wird von Krieg geschrieben und von dann einem ganz bestimmte Art gegen die Heiligen vorzugehen. Auch das wird nochmal erwähnt, weil das ist auch für die Bibel gar nicht so gewöhnlich, dass man so oft immer in die gleiche Kerbe schlägt. Ihr habt das wahrscheinlich gemerkt jetzt bei Daniel 2 in der Vision mit dem Standbild, dann mit diesen 4 Tieren und jetzt nochmal mit dem Bock, dem Widder, wo es immer wieder in die Kerbe geht zum Schluss. Es wird die Welt erobert und am Ende geht es gegen die Heiligen. Das hört man immer wieder. Und das zeigt die Dringlichkeit. Es zeigt, dass Gott sagt, Leute, wach werden, wiederholen. Wenn ich meinen Kindern ständig etwas sage, dann nur dann, weil ich weiß, sonst ich nerve sie damit. Ja, ich mache das möglichst wenig. Die Karte kann man nicht oft ziehen, aber man zieht sie, wenn es höchste Eisenbahn ist. Wenn man wirklich merkt, wenn sie das vergessen, dann ist das ein Riesenunglück. Ja, also merkt euch das, wenn ihr das Kapitel lest. Das ist eine große Dringlichkeit, auch mit diesen 3,5 Jahren und immer mit so Zeiten, die drin sind. Das heißt, Leute, ihr dürft das nicht vergessen, habt es tief im Herzen, damit, wenn es soweit ist, ihr glaubt, erkennt und das Richtige tut. Jetzt lest das Kapitel, wir sehen uns gleich wieder. Gut. Ja, spannend. Also dieses Mal, es ist nicht ganz unähnlich wie das letzte Mal. Beim letzten Mal wurde der Kampf jetzt zwischen zum Beispiel dem Gepard und dem Biest nicht gezeigt, sondern hier ging es mehr um die Abfolge und um den letzten großen Kampf des Horns gegen die Heiligen. Hier geht es mehr um den Kampf gegeneinander. Der Text sagt ja selber, dass der Schafbock sind die Meder und Perser. Meder und Perser, die 2 Hörner, das eine etwas größer wie das andere. Auch bei den Bären war das ja so, die eine Hälfte stellt sich auf, die andere ist niedriger. Das zeigt einfach, dass wir halten nochmal fest, unter Belsazar war das noch nicht so. Also hier hat Daniel eine präzise Beschreibung von etwas bekommen, was wirklich Realität war. Und bei den Medern und Persern war das diese Ungleichheit und trotzdem gehörten sie zusammen und bilden diese 2 Hörner. Also dieser Bock mit den 2 Hörnern, es ist auch interessant, der stößt dann, das wurde sehr groß, und es stößt in die Himmelsrichtung. Interessanterweise ist es genau so, wie das Persische Reich begonnen hat. Es kam also vom Osten und es hat sich ausgeweitet in diese 3 Himmelsrichtungen und nichts war unmöglich.
Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen anhalten, weil ich ein Buch in letzter Zeit gelesen habe über den Aufgang und Niedergang verschiedener Reiche. Und interessant war, dass dieser Autor beschrieben hat, dass man Prinzipien feststellen kann, wie ein Reich aufstrebt und wie es dann untergeht. Also Prinzipien heißt, da kannst du es in allen Abfolgen immer gleich erkennen. Und wenn du diese Prinzipien hast, dann weißt du, wo wir drin stehen. Und eins dieser Prinzipien ist, dass wie hier dieser Widder, das Erlange war ihm nicht so möglich. Und wenn ein Reich lange sehr dominant ist, dann wird es am Ende unweigerlich, also auf jeden Fall in der Vergangenheit, weil Jesus Christus noch nicht die Herrschaft über die Welt übernommen hat. Bei Jesus wird es nämlich nicht so sein. Aber bei diesen menschlichen Reichen wird es unweigerlich schwach. Und es wird schwach, indem es dekadent wird und die Leute sind faul. Das ist so, man wird faul, man wird überheblich und die Unmoral nimmt zu. Also wenn man hart arbeitet, hat man nicht so viel Zeit für Flausen im Kopf. Wenn man dann nicht mehr so viel hart arbeiten muss, weil alles luxuriös ist, so war das dann auch bei den Persern, ja, dann fangen plötzlich an, es wird einem langweilig und plötzlich nimmt die sexuelle Unmoral unglaublich zu, aber auch und Drogen, Sauferei, Fresserei, Orgien und so weiter. Die Familien zerfallen. Es ist tatsächlich ein Merkmal einer Dekade in einem Volk, wo man weiß, wenn das passiert, dann ist es nicht mehr zu verhindern, dass dieses Volk untergehen wird. Es kann sich noch rauszögern, aber die Folge wenn eine Generation einmal dekadent geworden ist, einmal so richtig auch unmoralisch, wo die Moral zerfällt und die Familien so geschwächt sind, dann können sie nicht mehr diese Kraft entwickeln, um einem Feind, der dann kommt, entgegenzutreten. Das Zweite ist, dass sie innerlich Krisen bekommen, weil aus Langeweile dann auch oft dieses, ach, der andere ist so doof, ich bin unzufrieden, die Regierung ist bescheuert und innere Krisen kommen. Und so geschieht es, dass dieser Bock dann schwach wird und so schwach, dass der Widder, der Widder, der wird schwach und der Ziegenbock, der kommt, ihn einfach umbringen kann. Er lief ihm gewaltigen Zorn auf ihn zu und ich sah, dass er nahe an den Widder herankam und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Genau das hat Alexander der Große mit einem ganz kleinen Heer gemacht. Der Widder war viel größer, also wenn man jetzt einen Widder nimmt und einen Ziegenbock, ja, dann, je nachdem, was für einen Widder man nimmt, ja, ist der doppelt so groß wie so ein Ziegenbock. Und genau dasselbe ist wirklich passiert. Und das, obwohl Daniel in einer Zeit lebte, wo das noch überhaupt nicht absehbar war. Also noch nicht mal das Persische Reich war da, also noch nicht mal der Widder. Also hier merkt man die Genauigkeit der Bibel, die wirklich eine Autorität ist, ihr Lieben, und lasst euch die durch nichts rauben. Die Bibel ist viel wahrer, wie wir denken. Wir werden die echten Wahrheiten und Schätze erst noch richtig rausholen. Es wird sich mehr und mehr offenbaren. So, und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können. Hier steht es. Der Widder wurde dekadent. Der Widder wurde kraftlos. Der Widder war von eigenen inneren Spaltungen so zermürbt, dass er keine Widerstandskraft mehr hatte, gegen die kleinen Griechen zu gewinnen. Der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn. Niemand konnte dem Widder aus dieser Gewalt helfen. Und jetzt wurde der Ziegenbock groß. Und das hatten wir letztes Mal diese große, schnelle Verbreitung. Auch hier aus dem einen Horn, Alexander den Großen, 4 kleine Horne, also 4 Reiche, die zerfielen. Und jetzt kommt es, und jetzt will ich euch etwas Geschichte hinterhergeben, weil das ist so wichtig zu verstehen, weil das ist schon eingetroffen, obwohl am Ende noch etwas kommt, was ganz am Ende geschehen wird. Das ist nicht ungewöhnlich bei biblischen Prophetien, wo es etwas gibt, was erfüllt wird, und dann heißt es aber am Ende noch, und am Ende wird es nochmal so sein, dass wie ein prophetisches Bild von einem Erlebten, weil man es in der Vergangenheit genau sehen kann, nochmal am Ende kommt, damit man besser vorbereitet ist. Genauso wie die Bundeslade und das Zelt, die Stiftshütte,
nicht nur, damals war es definitiv, hier sollten die Israeliten ihren Gottesdienst abhalten und so weiter, ohne Wenn und Aber es war auch ein prophetisches Bild auf Jesus hin. So, und jetzt komme ich, deswegen erzähle ich diese Geschichte, weil die sollte uns hellhörig machen. Also dieser Alexander der Große hat sich ausgebreitet, er kam vom Westen her, er hat sich ausgebreitet bis nach Indien. Und dann zerfiel das Reich in 4 Teile und die Seleukiden waren es waren in sich schwache Reiche, diese 4 Nachfolger von Alexander des Großen. Es waren Heerführer, keine Söhne, die das übernommen haben, aber diese Seleukiden waren besonders stark. Und aus diesen Seleukiden kommt ein Herrscher, der Antiochos Epiphanes. Dieser Antiochos Epiphanes, der ist listiger wie alle anderen. Er schleicht sich durch viel List, Lug, Trug, hinterm Rücken mal jemanden umbringen, die Herrschaft. Und der Antiochos Epiphanes hat genau das gemacht, was hier beschrieben steht. Es wuchs bis zum Fürsten des Heeres, so jetzt ein kleines Wort. Das wurde sehr groß nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Und genau das hat er auch gemacht. Er hat auch Ägypten angegriffen und eingeheimst, also dieses Seleukidenreich, das wurde recht groß. Er wuchs bis an das Heer des Himmels, warf einige von dem Heer und den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm das tägliche Opfer weg, verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers gesetzt. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. So, ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange? Und dann kommt die Zahl. Der Antiochos Epiphanes hat Folgendes gemacht. Das sind diese Sterne. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir die Offenbarung besser. Sein großes Ziel war, die Heiligen zu überwinden. Warum? Weil er gemerkt hat, da liegt das Segen. Das war die ganze Alte Testament hindurch, ist das immer wieder so, dass Leute, die schlau sind und Macht haben wollen, wissen, wenn sie das heilige Volk einheimsen. Das ist, als wenn du einen geheimen Gral für dich hast. Die haben ja teilweise die Bundeslade genommen, weil sie gemerkt haben, wer die Bundeslade hat, ja, der entweder ist gesegnet oder er bekommt einen Fluch, weil sie nicht da sein sollen, dann muss er so schnell wieder zurückschieben. Und dieser Antiochos Epiphanes wusste, wenn er die Heiligen überwindet, dann ist der größte Feind überwunden. Wie hat er das gemacht? Er hat selber hohe Priester eingesetzt. Das nennt man die hellenistischen Judentum, ist durch ihn entstanden. Und er hat das Griechische, die Philosophie, in das Judentum hineingebracht. Damit hat er dann auch Götterstatuen in den Tempel hineingebracht. Er hat diese gekauften, bezahlten hohen Priester natürlich dazu gebracht, zu sagen, hey komm, und ganz schlau, also er war ein Grieche, ja, also er hat die hohe Kunst des Redens beherrscht und hat ihn überredet mit süßen Worten, kommt noch mal in einem anderen Kapitel, dass er dann, natürlich gibt es das Waschbecken noch und den Opferaltar und das also ist doch alles toll, aber wir bringen noch das und das und das und das hinein. So, jetzt haben die Juden Kompromisse in ihrem Glauben eingegangen. Und diese hohen Priester waren durch das Geld abhängig. Und hier sollten wir hellhörig sein. Mir ist in dieser ganzen Zeit eine Sache bewusst geworden. Ich glaube, dass diese Abhängigkeit vom Staat durch Finanzen und steuerfreie Vereine das Christentum extremst geschwächt haben. Dass es dem gleichkommt, was Antiochos Epiphanes mit den Juden gemacht hat. Er hat ihnen erstmal etwas Gutes getan, ja, braucht keine Steuern zahlen, ja, ihr kriegt hier Geld von mir, ihr werdet von mir unterstützt, wir stehen hinter euch, aber dann ist die Tür zu, die Fußfesseln sind angezogen und dann kann man auch sagen, du, aber ich möchte jetzt auch im Gegenzug, sprech mal nicht über Homosexualität, weil das kommt dir teuer zu stehen. Das möchte ich nicht. Und auch LGBTQ, ich möchte, dass du da nicht kritisch drüber redest, auch nicht über den Klimawandel, auch nicht und das und das und das. Und wenn bestimmte Dinge kommen, dann solltest du keinen Gottesdienst feiern. Oh, Abendmahl auch nicht und vor allem auch nicht singen. Buff.
Die Fußfesseln sind zu. Und genau dieselbe Situation kam bei diesem Antiochos Epiphanes und der Höhepunkt war, und ab dem Moment gab es den berühmten Makkabäeraufstand. Der hat ein Schwein im Heiligtum geschlachtet. Und ging wie durch Mark und Bein. Und wisst ihr, wann ich dieses Gefühl mal hatte, als ich ein Foto gesehen habe, wie in der Kirche ein schwules Paar getraut worden ist. Da ist es mir ich war wie das erste Mal, als ich gesehen habe, erschüttert. Und als dieses Schwein geopfert war, da sprach man von dem Gräuel der Verwüstung. Hier heißt es, er machte ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers gesetzt. Ein frevelhaftes Opfer. Also auch ein Opfer, aber was vor Gott ein Gräuel ist. Das Opfer, was Kain damals schon geopfert hat und wo Gott gesehen hat, das kommt nicht aus einem echten, ehrlichen Herzen. Das kommt aus einem neidischen Herzen, aus einem habgierigen Herzen, aus einem stolzen Herzen. Man konnte es kaum unterscheiden. Opfer, Opfer, Gottesdienst, Gottesdienst. Das eine ist mit ein Gräuel und das andere ist ein Wohlgeruch. Und Kain bringt Abel um. In diesem Moment haben das die echten Juden erkannt und es gab einen riesengroßen Makkabäeraufstand. Also nicht in dem Moment, es kam dann später, es hat eine Weile angedauert, ja. Also der hat wirklich die ganzen Juden für sich gewonnen und hat so langsam das ganze Judentum für sich eingeheimst, ja. Und die Makkabäer haben das aber nicht zugelassen. Also die treuen, echten Heiligen, so heißt es auch in Daniel 11 nochmal sehr deutlich, die den Herrn und seine Gebote kennen und tief im Herzen ihm loyal sind. Sie stehen dagegen auf und dann heißt es tatsächlich, dieser Antiochos Epiphanes, der hört dann von einem Krieg und muss abziehen und er kommt um, er hat viele Krankheiten, er kommt auf seltsame Weise um, ja, wie am Ende da auch dieser Stein ohne Menschen zu tun, ganz am Ende das letzte Reich zerstören wird. Für uns definitiv eine prophetische Geschichte. Wenn wir sie im Herzen haben, können wir die Zeichen der Zeit erkennen. Antiochos Epiphanes stirbt, die Makkabäer können das Recht schaffen, genauso wie es hier drin steht. Sie setzen dann ihre eigenen Priester auf und dann kommt diese ganz berühmte Herrschaft der Hasmonäer und für eine kurze Zeit, genau 126 Jahren, erlebt Israel für eine ganz kurze Zeit eine fast Unabhängigkeit. Das ist wie so ein Lichtblick. Und tatsächlich geht auch diese Zeit, wo der Höhepunkt mit diesen Schweineopfern über 3,5 Jahre, also 3,5 Jahre, das ist eine lange Zeit, ihr Lieben, ja. Wir haben jetzt ungefähr 3,5 Jahre die neue Krone so in unserer Welt. Finde ich auch interessant. Am Ende des Jahres sind es genau 3,5 Jahre. Und diese 3,5 Jahre dauert, bis dann Antiochos Epiphanes stirbt und diese Juden für eine kurze Zeit ihr Recht aufstellen, bis dann diese Zeit zu Ende ist. Jesus kommt und bricht dann den neuen Bund an. Die Frage an uns, an dich, an mich, ist folgende. Wo merken wir, dass wir ungesund vom Staat abhängig sind? Ich bringe diesen Punkt rein, also wir dürfen nicht gesetzlich werden, ja. Aber es gibt Zeiten, Gesetzlichkeit ist auch so etwas, du kannst ganz lange Zeit, ist es auch einfach okay. Du merkst, das ist jetzt okay, das so zu machen, wir haben Freiheit, alles ist uns erlaubt. Aber dann gibt es Zeiten, wo das nicht mehr gesetzlich ist zu sagen, ich mache das nicht mehr, sondern wie bei Daniel ja ganz am Anfang mit dem Nichtessen vom Königstisch, zu sagen, wir müssen das aufhören. Wir müssen aufhören, wenn wir in dieser Zeit wie die Makkabäer aufstehen und Gerechtigkeit in unser Land hineinbringen. Daniel, Gott bringt Gerechtigkeit. Dann fängt es damit an, dass wir uns unabhängig von Antiochos Epiphanes machen. Das ist der erste Schritt, dass wir nicht abhängig sind und dass wir deswegen auch nicht mehr manipuliert werden können. Meine Frage an dich in der Kleingruppe: Wo bist du abhängig? Wo bist du manipulierbar? Wo bist du nicht frei?
Wenn du das rausgefunden hast, leg es vor den Thron. Ich möchte euch heute mal ermutigen, auf die Knie zu gehen und es aufzuschreiben, vielleicht sogar zu verbrennen. Will ich sagen, ich möchte frei sein. Ich möchte mit damals einer der Anführer ist Judas Makkabäus, möchte ich aufstehen, möchte bereit sein, für das Recht einzustehen. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, eine wundervolle Woche und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.